Ich bin Henrik Ries, ich bin Professor für Interaction Design und visuelle Kommunikation hier an der Berlin International und zeitgleich bin ich auch seit 2024 Head of Program für unseren internationalen Bachelor Graphic Design and Visual Communication. Angefangen im Design habe ich so um die 2000er. Damals habe ich in Magdeburg Produktdesign studiert und ich hatte das Glück, dass damals der Schwerpunkt Interface Design von Carola Zwick und Christine Goudrier aufgebaut wurde und habe gemerkt, das ist eigentlich genau das, was ich machen wollte. Danach folgten 17 Jahre Agenturerfahrung von Berlin bis San Francisco. Eines der größten Projekte, an denen ich mitarbeiten durfte, war von Vorwerk der Thermomix TM5, TM6. Und dazu habe ich auch noch im Bereich angewandte Designforschung mitarbeiten können in Forschungsprojekten, die wir damals in der Agentur durchgeführt haben. Parallel hatte ich dann die Chance, in 2016 in Magdeburg erstmalig mich in der Lehre auszuprobieren. Das war wirklich alles noch neu für mich und sehr, sehr aufregend. Hatte dann auch Lehraufträge an der FH Potsdam im Bereich Interface Design, kombiniert auch mit Studierenden aus anderen Studiengängen. Also erstmalig, dass so Interface Design, Kommunikationsdesign und Produktdesign zusammenkamen. Und ich merkte schon, das ist irgendwie so die Richtung, die mich eigentlich wirklich auch interessiert. 2022 erfolgte dann die Berufung zur Professur hier an der Berlin International. Verantwortlich bin ich vor allem für die digitalen Fächer, das heißt Basic Interaction, Spatial Interaction und die großen systemischen Hauptprojekte, die wir machen. Das erste vor allem sehr human-centered und das zweite dann auch beyond human-centered, speculative Design. Das sind so die Richtungen, die ich abdecke. Und ursprünglich komme ich eigentlich ja aus dem Bereich Interface Design, merke aber gerade durch diese Projektangebote, die sich dann auch immer ein bisschen mehr in das Künstlerische eigentlich auch ausdehnen, dass das auch die Richtung ist, in die ich mich auch weiterentwickeln möchte. Und ich merke auch, die Projekte werden halt auch immer wirklich mutiger und bockiger, was, glaube ich, ganz gut für meine Richtung ist. Ein Projekt, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist eins, das ich 2023 hier in der BI gestartet habe mit dem Titel Punk and Participation. Es geht darum, einerseits um die Art, wie Studierenden über Teilhabe und über Protest reflektieren und gleichzeitig geht es aber auch darum, wie wir den Designprozess nochmal experimenteller gestalten können. Die Projekte oder die Themen für die Projekte bringen die Studierenden oft selber mit. Und was mir sehr wichtig ist tatsächlich, dass es wirklich um echte Designforschung auch geht in diesem schon sehr frühen Projekt eigentlich. Das heißt, es geht nicht darum, nochmal bestehende Themen, die vielleicht auch oft in der Designszene schon aktiv behandelt werden, einfach nur nochmal zu reproduzieren und zu sugarcoaten, sondern wirklich auch eigenständige Motive für die eigentliche Designentwicklung auch zu finden. Wir haben ganz unterschiedliche Themen auch gehabt. Einige Studierende haben sich beispielsweise beschäftigt mit der Funktion, die Denkmäler haben und wie visuelle Kommunikation über Denkmäler sprechen kann. Also einen zeitgemäßen Dialog, einerseits kritisch nochmal drauf zu schauen auf unsere Vergangenheit, was lief gut, wo gibt es vielleicht Kritik und gleichzeitig dann über visuelle Kommunikation nicht nur dann in einen Bereich zu gehen, der dann vielleicht sagt, das Vergangene wird nur verschmäht, sondern einen Blickwinkel zu finden, wo sowohl die positiven Errungenschaften als auch das, was wir heute vielleicht kritischer sehen, zusammengebracht werden. Wir hatten dann andere Projekte, in denen Studierende über das Selbstbildnis sprechen im Kontext von sozialen Medien, gerade was so ein offenes Textfeld dann auch mit jungen Menschen anrichtet. Und zuletzt hatten wir auch ein sehr, sehr spannendes Projekt, da ging es um Aquakulturen, also wie genetische Modifikationen von Fisch in dem Fall. Wir hatten sehr viel eigentlich drüber geredet, welche Tiere betrifft und man denkt immer, Hühner, Rinder sind die ersten, aber es war dann sehr erstaunlich tatsächlich, wie groß der Bereich eigentlich ist, so in Aquakulturen, wenn es um Modifikation von Fisch geht und da aufklärerisch auch Kampagnen für zu erstellen. Dadurch, dass wir aus der visuellen Kommunikation kommen, ist es uns wichtig, einerseits diese Elemente rein visuell zu stärken und gleichzeitig auch nochmal zu schauen, wie können wir medial die Entwicklung der Prototypen auch unterstützen. Das heißt, ist es ein physisches Artefakt wie ein Buch? Wo können wir dieses Buch einfach nochmal narrativ stärken? Ist es dann eine digitale Applikation vielleicht oder eine Installation? Wichtig ist es für uns halt wirklich,
systemübergreifend, vernetzend und integrativ auch mit Menschen zusammen zu gestalten. Und der Punk-Teil ist dann halt, wie gesagt, so die Lautstärke, die das Projekt hat. Das kann von sehr subtil fein sein bis halt doch kräftiger und auch fordernd. Das ist alles möglich. Kontakt erstmalig mit dem EDZ hatte ich so um 2014, 15 als Firmenmitglied damals noch über die Agentur. Sind wir, ich glaube, es waren über die UX Design Awards auch aufmerksam geworden auf das EDZ. Und der Kontakt wurde dann halt immer intensiver. Ich war auch zweimal in der Jury für die Design Awards, hatte damals auch Austausch mit wirklich vielen interessanten DesignerInnen. Und gerade diese Diskussion um, was für Produkte schauen wir uns denn da eigentlich an? Schauen wir das wirklich rein so aus Produktperspektive, Serviceperspektive? Geht es darum auch vielleicht, wie spielerisch irgendwie eine Interaktion gestaltet werden kann? Das war wirklich sehr guter, fachlicher, freundschaftlicher Austausch und man hat nochmal sehr viele neue Perspektiven auch für sich mitgenommen. Ansonsten bin ich seit 2023 Einzelmitglied im EDZ. Es gibt doch sehr viele Mitglieder, mit denen man auch weiterhin vernetzt ist, die man auch immer wieder so punktuell trifft. Das Interessante am EDZ ist tatsächlich diese Vernetzung. Also mit Leuten, die in einem ähnlichen Metier, vielleicht eine andere Ausrichtung, aber trotzdem im ähnlichen Metier arbeiten und einfach zu schauen, bei Treffen auf Veranstaltungen oder bei Vorhaben für Projekten sich zusammenzusetzen und zu schauen, wo gibt es da gemeinsame Schnittpunkte. Zum einen von Gaia Vince, Nomad Century, ein Buch, auf das ich letztes Jahr gestoßen bin, in dem es geht darum, welche Auswirkungen der Klimawandel auch zukünftig auf unsere Welt hat. Und klar kennen wir alle so diese allgemeinen Botschaften und wir wissen, Klimawandel ist nicht gut. Aber wie ungut das Thema tatsächlich ist, wird mit diesem Buch deutlich in zahlreichen Spekulationen basierend auf Statistiken, Fakten, wird sehr eindrücklich geschildert, wie sich tatsächlich unsere Welt ändert. Wir nehmen dieses Buch auch öfter rein, wenn wir uns gerade im spekulativen Bereich bewegen. Also das ist wirklich die Grundlage und eigentlich jeder sollte das gelesen haben. Zweites, oder eigentlich jetzt geht es mehr um einen Autor, den ich empfehlen möchte. Ich glaube, einige kennen ihn schon, Byung-Chul Han, koreanisch-deutscher Autor. Und seine Bücher machen immer leichte Kopfschmerzen, sind aber dann doch am Ende eine große Belohnung. Empfehlen möchte ich einmal vom Verschwinden der Rituale. Man sieht eigentlich schon an den Post-its, dass das sehr häufig gelesen wurde und ich kehre immer wieder darauf zurück. Gerade Byung-Chul Han ist ein großer Autor, wenn es um das Thema so Entschleunigung, Entdinglichung geht und ein großer Fürsprecher für Menschlichkeit. Auch Undinge würde ich gerne nochmal empfehlen. Auch hier sieht man schon relativ große Abnutzungsspuren, dass da immer wieder zugegriffen wird. Genau. Und nicht zuletzt empfehlen möchte ich auch unsere Ausstellung zur Berlin Design Week hier an der Berlin International. Wir haben gleich 3 Ausstellungen. Einmal wird Punk and Participation ausstellen. Dann werden wir nochmal eine Wiederholung der Ausstellung A Seat at the Table haben, die interdisziplinäre Arbeiten zwischen Design, Architektur und Interior Design zeigt. Und wir werden zusätzlich noch eine kleine Kuba-Ausstellung von einem Kollegen mit haben. Also gleich 3 Ausstellungen, 15. bis 18. Mai hier an der Berlin International.